Egal ob einfache Extrusion oder hochkomplexe Baugruppe, der Sketcher ist das absolute Fundament für jedes 3D-Modell. Ist dieses Fundament wackelig, stürzt dir später dein komplettes Projekt wie ein Kartenhaus zusammen. Die Industrie sagt oft, für echtes Profiniveau brauchst du teure Software wie SolidWorks oder NX. FreeCAD 1.1 ist gerade erschienen und hält mit massiven Sketcher-Upgrades dagegen. Komplett kostenlos. Aber hält das auf dem Papier auch in der harten Praxis stand? Oder treiben dich die kaputten Randbedingungen und komplett verdrehte Skizzen einfach in den Wahnsinn? Wir machen heute den ultimativen Stresstest. Wir schauen nicht nur, wie FreeCAD 1.1 heute aussieht, wir öffnen die Motorhaube und testen, wie es wirklich tickt. Also, los geht's! Wenn wir direkt reinspringen und einfach mal schnell eine Form aufziehen, offenbart sich sofort die eigentliche Matrix von FreeCAD. Die Software gibt dir keinen festen Block, sondern erstmal nur lose Linien. Die sehen zwar aus wie eine Form, aber in Wirklichkeit sind das einfach einzelne Elemente. Das Einzige, was alles zusammenhält, sind diese winzigen roten Symbole hier, die Randbedingungen. Das ist der Kleber. Für Anfänger oft extrem verwirrend, weil FreeCAD bestimmte Verknüpfungen wie diese Koinzidenzknotenpunkte auf den ersten Blick einfach unsichtbar macht. Aber ein Klick und wir sehen sofort, wie die Geometrie unter der Haube zusammengehalten wird. Und genau hier scheiden sich die Geister. Im Vergleich zu teuren Software wie NX ist FreeCAD eher ein Auto mit Schaltgetriebe. NX ist Automatik. Es ahnt oft, was du willst und setzt Abhängigkeiten von selbst. In FreeCAD fährst du manuell. Willst du etwas auf gleicher Höhe haben, dann legst du den Gang selbst ein und setzt hier die horizontale Bedingung. Willst du eine Tangente oder Symmetrie? Handarbeit. Klingt nervig, ist es aber nicht. Es sind wortwörtlich nur 3 Klicks. Und der Charme daran ist, du entwickelst ein gnadenlos gutes Verständnis dafür, was deine Skizze wirklich macht, weil du die totale Kontrolle behältst. Aber wie schlägt sich unser Schaltgetriebe, wenn wir es auf ein echtes Bauteil loslassen? Genau hier liefert FreeCAD 1.1 einen echten Workflow-Boost ab. Wenn wir uns Kanten von diesem Volumenkörper in unserer Skizze holen wollen, nutzen wir die externe Geometrie. Und das Geniale am 1.1 Update? Wir können diese Kanten jetzt mit einem Klick nicht nur als klassische blaue Hilfsgeometrie nutzen, also als unser unsichtbares Baugerüst, sondern direkt als echte tragende Geometriekurven. Keine redundanten Linien mehr nachzeichnen, einfach projizieren und fertig. Ein absoluter Workflow-Segen ist aber etwas anderes. Wir können jetzt einfach eine Fläche anklicken und FreeCAD übernimmt direkt die komplette Geometrie. Kein einzelnes Nachklicken von Kanten mehr nötig. Aber jetzt zum Stresstest. Wenn du FreeCAD nutzt, wirst du früher oder später diesem Endgegner hier begegnen, dem Flipping. Schau, was passiert, wenn wir diese Skizze hier nehmen und ein Maß radikal ändern. Bäm! Die Skizze dreht völlig durch, klappt in sich zusammen und zerstört im schlimmsten Fall dein komplettes Modell. Und warum passiert das? Weil der Solver zwar die Länge versteht, aber die Richtung verliert. Und die knallharte Lösung dafür? Lass die Skizze nie frei schweben, zwing die Punkte mit Abständen an den Ursprung und du hast dieses Monster an der Leine. Nach dem Stresstest wird es jetzt Zeit für die echte Magie und hier flext FreeCAD richtig. Das absolute Highlight ist das f von x Feature. Das ist kein normales Maß, das ist eine parametrische Superkraft. Du gibst einem Referenzmaß einen Namen und kannst ab da mit ganz normaler Mathematik arbeiten. Änderst du das Hauptmaß, rechnet FreeCAD den Rest der Skizze automatisch um. Für parametrische Bauteile oder wenn du mit zentralen Blaupausen arbeitest, die dein komplettes Modell steuert, ist das ein absoluter Gamechanger. Aber den echten Mic Drop liefert Version 1.1 ganz am Schluss. Interne Flächen direkt aus der Skizze heraus. Wer früher einen Master Sketch Workflow bauen wollte, musste sich mühsam mit Subshape-Bindern herumschlagen und überkreuzende Linien händisch in tausende Einzelsegmente zerhacken. Ein absoluter Krampf. Mit 1.1 ist das Geschichte.
Zwar offiziell noch experimentell, aber dieses Feature feuert deinen Workflow in völlig neue Dimensionen und spart dir Stunden an frustrierender Klickarbeit. Aber wie lautet jetzt das finale Urteil? Ist FreeCAD 1.1 Sketcher bereit für die Profiliga? Ja, absolut. Er hat vielleicht nicht die weichgespülte Automatik eines 5000 € Programms, bei der du das Gehirn an der Tür abgeben kannst. Er fordert dich heraus. Er zwingt dich, das Schaltgetriebe zu nutzen und deine Geometrie wirklich zu verstehen. Aber wenn du das einmal drauf hast, bekommst du hier ein hochprofessionelles Werkzeug, ohne Abo-Falle, ohne Lizenzkosten für kommerzielle Projekte. Für Selbstständige, Ingenieure und Startups ist FreeCAD längst kein Spielzeug mehr. Und jetzt seid ihr dran. Ist das Schaltgetriebe von FreeCAD für euch die totale Freiheit oder nervt euch die Handarbeit im Vergleich zu SolidWorks oder NX? Haut es mir unten in die Kommentare, wir diskutieren das da aus. Wenn euch dieses Video geholfen hat, lasst ein Abo da, um die nächsten Härtetests nicht zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!